Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Oh, wir sind in dieser Höhle hier. Also hier. Und ich glaube, das ist der 4. und wahrscheinlich auch letzte Teil. Oh, ist das hübsch. Oh. Ist das schön? Ja, es ist schön. Oh, ist das schön. Komm, wir machen ein Foto. Ach, man kann sich an sowas nicht genug satt sehen, ne? Ich sag's euch. So, zwischen dem letzten Part und diesem habe ich meinen Fisch gegessen mit Porree-Gemüse. Das war sehr lecker. The moon over the Sanford Junction, headlights in your retinas. Donnelly drove a grey hatchback without a bottom. All the creatures of the tarmac rose to sing to him. All manner of symbols crudely scrawled across the cliff face of my unrest. My life reduced to an electrical diagram. All my gulls have taken flight. They will no longer roost on these outcrops. The lure of the moon over the Sanford Junction is too strong. Schon schön. Ach, ist das schön. Geh doch mal hoch, bitte. Ich will mal auf die andere Seite. Momentchen mal. Ich will nochmal da hinten hin. Ich will dich verlaufen. Naja, ich dachte, man könnte hier nicht drauf, aber ich wollte doch noch eben hier drauf. Wenn man hier drauf kann. Oh, okay, offensichtlich ertrinken wir nochmal. Come back. Okay. Das ist schon schön, oder? Okay. Ganz. Ach, das Spiel hat schon eine gute Atmosphäre, wirklich eine sehr gute Atmosphäre. Wir müssen leider nochmal da oben lang. Da habe ich noch was übersehen bis jetzt. Da wollte ich nochmal hin. Leider kommen wir hier nicht lang, indem wir hier einfach hochkraxeln. Oder wir versuchen es hier nochmal. Das könnte so sich gerade so ausgehen. Komm schon. Ne, will's nicht. Dann hier nochmal. Lass mich da einfach da hoch. Ja, genau. Sehr gut. Ja, so, jetzt sind wir wieder auf dem, naja, fast richtigen Weg. Zumindest auf dem Weg zu den Kerzen da oben. Da liegt auch was. Achso, Farbeimer, ne? Farbeimer und Spritzen. Ne, Pinsel. Nun gut.
Ja, ich bin gespannt, ob das hier der letzte Teil vom Let's Play sein wird. Oder ob es darüber hinaus noch was geben wird. Wir werden es erkunden. Wir werden es herausfinden. Wir werden diesen Kerzen folgen müssen. Da ist irgendwas. Dear Esther, I find each step harder and heavier. I drag Donnelly's corpse on my back across these rocks, and all I hear are his whispers of guilt, his reminders, his burnt letters, his neatly folded clothes. He tells me I was not drunk at all. Okay, also es geht scheinbar um einen Autounfall. Oder was ist denn das hier? Operationsbesteck. Defibrillator, schwieriges Wort. Eieiei. Ich weiß schon, wie das enden wird. Am Ende werde ich die Story nicht verstanden haben und naja. Das nochmal spielen müssen. Na ja, gut. So ist das dann vielleicht. Aber für die ganzen Achievements, es sind 10, glaube ich, muss man sowieso mehrfach spielen. Ist jetzt nicht so gut gelöst, wie ich finde. Also ein Spiel, was man mehrfach spielen muss, wegen den Achievements, naja, gut. Was ist das, eine Urne? Dafür gibt es auch ein Achievement. Urne. Aber... Aktiviert die sich jetzt hier irgendwie? Und jetzt sagen, ja gut, ich habe eine gefunden. Oder muss man am Ende doch alle 4 in einem Spieldurchgang finden? Okay, wir sind hier schon mal gewesen. Mal andersrum. Ja, wir werden das herausfinden. Da oben steht einer. What the fuck? Hallo? Ich komm mal hoch, ja? Oder ist das ein Busch? Nee, da steht schon einer an einem Feuer. Ah. Bleiben Sie da. Ich muss langsam gehen. Da ist auch so ein Observierungsbunker. Interessant, interessant. Hier nochmal gucken. Okay, Fotos mit irgendwas drauf, was man nicht erkennen kann. Das sind auch keine chemischen Formeln mehr. Also gut, dass der eine tot ist, ist ja irgendwie klar. Der andere berichtet ja davon, dass er seine tote Leiche... Naja, Leichen sind immer tot. Also, dass er zumindest seinen toten Körper irgendwie transportiert. Ich will nicht sagen, ich wünschte, dass man laufen kann. Das würde die Atmosphäre natürlich ein bisschen zerstören. Der Typ hier steht immer noch da. Oder ist es ein Baum oder sowas, man weiß es nicht. Mit was für einem Auto auch immer das gewesen sein muss. Es ist immer die gleiche Türe. Oh, interessant, oder? Naja. Es gibt nur die rechte Türe. Dafür gibt es sie bis jetzt, habe ich sie 3-mal gefunden. Also schon ordentlich. There were chemical diagrams on the mug he gave me coffee in, sticky at the handle where his hands shook.
He worked for a pharmaceutical company with an office based on the outskirts of Wolverhampton. He'd been travelling back from a sales conference in Exeter, forming a strategic vision for the peddling of antacid yogurt to the European market. You could trace the connections with your finger, join the dots, and whole new compounds would be summoned into activity. Ja, hier ist noch das versteckte Easter Egg, das versteckte Ende. Naja, da wahrscheinlich doch nicht. Mann, ich habe die ganze Zeit was im Hals stecken. So, gerade ein Achievement bekommen. Ich glaube, das war das mit den 5000 Schritten. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Okay. Ich glaube, der Typ ist irre. Aber ich sag mal so, das ist vielleicht auch keine große Überraschung. Ne? On a sudden, a light from heaven shone around him and he fell to the ground. Irgendjemand muss ja auch die Kerzen alle anmachen. Und irgendjemand muss tonnenweise Farbe gekauft und mitgebracht haben, um halt diese ganzen Zeichen und sowas zu machen. Ich sag mal, übrigens habe ich gerade herausgefunden, jemand aus meiner Freundesliste, der dieses Spiel auch schon gespielt hat, hat als allererstes Achievement das Achievement bekommen, wo man von einer Klippe springen muss, fallen muss. Das ist das allererste Achievement, was er bekommen hat. Ob das Absicht war? Ich denke nicht. Wir müssen das auch noch machen. Vielleicht können wir hier gleich irgendwo mal runtersegeln. Das Problem ist nur, hier haben wir wahrscheinlich keine... Ja, hier kommen wir nicht hoch. Okay, wir versuchen das Achievement. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they resuscitated him by hitting him in the chest with stones gathered by the roadside. He was lifeless for 21 minutes, certainly long enough for the oxygen levels in his brain to have decreased and caused hallucinations and delusions of transcendence. I'm running out of painkillers, and the moon has become almost unbearably bright. Auch schön. Ich wollte mich von den Klippen stürzen und der erzählt was vom Autounfall. Ja, da steht einer. Ich bin sehr gespannt. Aber hier kommt man halt nicht hoch. Okay. Offensichtlich kann ich das Achievement nicht machen, weil ich nicht von den Klippen stürzen kann. Wir kommen den Menschen immer näher. Sehr gut, sehr gut. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Aber jetzt mal ehrlich, hier stand doch die ganze Zeit einer.
Geronimo! Come back. Come back, gib mir das Achievement, sagt er. Aha. Okay. Aber mal ehrlich, hier stand doch die ganze Zeit einer. Das ist ja jetzt ärgerlich. Also gut, entweder stand da einer und er ist weggelaufen, oder aber ich habe Wahnvorstellungen. Beides möglich. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Es geht bergauf und das bedeutet, dass wir auch insgesamt ein bisschen langsamer gehen. Oh, hier ist der Bunker. Das ist ja schön. Returning to my car afterwards, hands still shaking, and a head split open by the impact. Goodbye to tearful aunts and traumatized uncles. Goodbye to the phenomenal. Goodbye to the tangible. Goodbye Wolverhampton. Goodbye Sanford. Goodbye Cromer. Goodbye Damascus. This cliff path is slippery in the dew. It is hard to climb with such an infection. I must carve out the bad flesh and sling it from the aerial. I must become infused with the very air. Ah, wir gucken uns das mal schön an hier. Wo ist die Taschenlampe? Da sind die Autoschlüssel. Können wir mal auf den Balkon gehen? Oder auch nicht. Gucken nicht rechts runter, das ist mir viel zu hoch. Oh, Scheiße. Voll der drohende Leuchtturm da oben. Uiuiui. Ganz schön gruselig. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. He had not drunk with Donnelly or spat Jakobsen back at the sea. He had not careered across the lost shores and terminal beaches of this nascent archipelago. He did not intend his bonnet to be crumpled like a spent tissue by the impact. His windscreen was not star-studded all over like a map of the heavens. His paintwork etched with circuit diagrams, strange fish to call the gulls away. The phosphorescence of the skid marks lighting the M5 all the way from Exeter to Damascus. Okay. If you say so. Es wird ja ziemlich laut, das tut mir sehr leid. Ich versuche da ein bisschen gegen anzusprechen. Das Spiel ist, mal wie es ist.
I am the Ariel. In my passing, I will send news to each and every star. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an Ariel, a beacon, that they will not forget you. We've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent. Come back. Wow. Das war etwas rührend. Ah, wie schön. Ja, an der Stelle sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet eine entspannte Zeit bei diesem kleinen Walking-Simulator. Ich werde mir jetzt mal ein Taschentuch suchen gehen und ein bisschen die Tränen abwischen. Vielen Dank, wir sehen uns in einem der nächsten Let's Plays wieder. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Macht's gut.